Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also dieser Freilauf ist so richtig tot. Hallo Leute, heute haben wir wieder ein typisches Technikthema. Der Freilauf von meinem Fahrrad ist kaputt, das Rad ist kaputt, das nach gerade mal 3000 Kilometern. Ich möchte mit euch das alte Rad zerlegen, mir mit den Freilauf mit euch anschauen, euch erklären, warum ich mich für ein neues Rad entschieden habe und den Umbau durchführen. Also was ist passiert? Ich bin Fahrradfahren gewesen, da war noch alles gut, die Schaltung war vielleicht ein bisschen unpräzise. Daraufhin habe ich dann die Kette gewartet. Am Folgetag bin ich losgefahren und berghoch fing plötzlich an, die Kette zu knacken. Ich habe noch zuerst gedacht, naja, vielleicht ist die Schaltung verstellt, vielleicht hat jemand dran rumgedreht, habe die dann nachgestellt und plötzlich fing dann irgendwann der Freilauf an auszusetzen und ich fing an durchzutreten und daraufhin bin ich ganz schnell umgedreht und bin mit ganz wenig Druck nach Hause gefahren, damit ich nicht schieben muss. Hier ist das alte Rad. Das Sunringle Laufrad mit der Narbe SRC 148, das nach 3000 Kilometern jetzt den Dienst quittiert hat. Ich bin da ein bisschen enttäuscht drüber, aber hilft ja nichts. Wir schauen uns das jetzt mal an und gucken, was da los ist. Gut, dann wollen wir mal das Rad sezieren. Man sieht es jetzt hier schon, hier sind schon Schleifspuren, die kommen wahrscheinlich jetzt vom Fahren, von der letzten Fahrt, von der ich berichtet habe. Hier hat also etwas geschliffen und der Grund, warum das Schalten nicht präzise war, ich glaube, man sieht's. Ich kann den Freilauf einfach einen Zentimeter nach links und rechts bewegen. Und wenn sich der Freilauf bewegt, bewegt sich die Kassette. Ja, und dann kann ich natürlich nicht mehr ordentlich schalten. Und das ist das, was ich gemerkt habe, weshalb ich versucht habe, die Schaltung nachzustellen. Dann zerlegen wir das mal weiter. Hier ist die Kappe. Ja, und hier ist ja schon irgendwas nicht richtig. Ich denke mal, wenn man sich das hier anschaut, hier oben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, also hier muss mal ein Lager gewesen sein. Oha, seht mal, hier ist von dem Lager nicht mehr viel übrig. Man sieht jetzt hier noch den Ring und viele Eisenspäne, aber das Lager, was hier war, ja, das existiert einfach nicht mehr. Das sieht so aus, als wenn hier irgendwie mal einen Klemmring oder irgendwas drauf gesessen hat. Und das wäre der einfach, wäre einfach abgegangen und das Lager wäre rausgefallen. Und dadurch ließ sich das Lager auch bewegen. So, das ist jetzt der eigentliche Sperrklinkenmechanismus und das finde ich ganz interessant. Wir machen das mal ein bisschen sauber. Weil das sieht man so normalerweise nicht. Ich habe hier diese Sperrklinken und die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Die sind noch im guten Zustand. Ja, und ich habe hier diesen Ring, in den die Sperrklinken reingreifen und auch der Ring sieht wirklich noch gut aus. Und wenn ich das jetzt hier reinstecke, also grundsätzlich läuft der Freilauf noch, aber dadurch, dass hier das Lager kaputt ist, ist der Freilauf kaputt. Ja, und dadurch müsste der getauscht werden. Das sind hier Dichtungsringe. Hier fallen Kugeln raus. Also die Lager in diesem Freilauf sind komplett weg. Und mir scheint es so, als wenn das hier, was hier noch auf dem Freilauf drauf liegt, als wenn das die inneren Ringe von dem Lager wären. Von dem Freilauflager. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also dieser Freilauf ist so richtig tot. Ja, und damit habe ich beschlossen, meinem Laufrad hier von Sunringle keine zweite Chance zu geben. Ich meine, wer sagt mir denn, dass der neue Freilauf, wenn ich ihn jetzt kaufen würde, der kostet 89 € Marktpreis, länger als 3000 Kilometer hält? Und ja, das wäre ehrlich gesagt doch schade. Also habe ich beschlossen, ich nehme ein neues Laufrad und dafür gibt es jetzt das hier.
Das ist das DT Swiss E1900. Das ist ein Laufrad mit Ratchet-System. Und warum ich gerade das gewählt habe, das zeige ich euch jetzt mal. So, wir schauen uns jetzt das neue Laufrad an, das DT Swiss E1900. Das ist auch ein Einstiegslaufrad von DT Swiss. Das hat die 370er Narbe und bereits ein Ratchet-System. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was ich daran so toll finde und warum ich mich entschieden habe, genau das zu kaufen. Und zwar was ganz klasse ist, wir nehmen das hier mal, ich brauche hier nur dran ziehen am Freilauf, brauche nichts schrauben und habe hier sofort den Freilauf in der Hand. Ich kann euch mal zeigen, was der Charme ist. Ich habe hier den Freilaufkörper, der überträgt die Kraft über die Zehen auf diese Zahnscheibe und diese Zahnscheibe drückt auf die Zahnscheibe und diese Zahnscheibe übernimmt die Kraft auf und überträgt sie auf das Laufrad. Und wenn ich jetzt hier diesen Zahnring, diese Zahnscheibe auf die andere drücke, man kann das hier mal sehen, und es in die eine Richtung drehe, dann wird die Kraft übertragen und wenn ich es in die andere Richtung drehe, dann springt die Zahnscheibe über und ich habe die Freilauffunktion. Das heißt, ich habe eine viel größere Auflagefläche. Ich habe im Prinzip ein technisch viel einfacheres System, was ich nicht mal mit einem Schraubendreher zerlegen muss, sondern was ich im Zweifelsfall auch auf dem Trail, wenn es denn unbedingt nötig wäre, theoretisch sogar zerlegen könnte. Und zwar einfach nur durch Auseinanderziehen. Und das System finde ich einfach so genial und das hat mich dazu bewogen zu sagen, jawohl, ich nehme jetzt ein neues Laufrad mit dem Ratchet-System und das soll es sein. Wir packen das wieder zusammen. So, und jetzt ist es wieder zusammengebaut. That's it. So, ich baue jetzt das Laufrad um. Dann wird die Schaltung wieder eingestellt. Die hatte ich ja verstellt. Und dann bin ich schon fertig. Und zwar habe ich hier eine Magura Bremsscheibe mit Centerlock System und die kommt jetzt hier drauf. Ich mache mal die Tubeless-Sauerei sauber und dann komme ich wieder und schalte wieder ein. Zugegeben, der Reifen ist schon ganz schön abgefahren, aber ich habe mir überlegt, dass ich den auch 1-2 Monate fahre und vor der kalten Jahreszeit werde ich den dann wechseln. Dieses Fahrrad macht Kilometer, da ist der Grip dann nicht ganz so kritisch in der warmen Jahreszeit. So, das neue Laufrad ist eingebaut, jetzt kann ich es Probe fahren.
Ja, das neue Rad ist eingebaut. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ich werde mit dem neuen Rad mehr als 3000 Kilometer Freude haben. Und ansonsten würde mich mal interessieren, habt ihr so ein Schadensbild schon mal gesehen? Hattet ihr das schon mal, dass sich der Freilauf so zerlegt hat, dass die Kugellager weg waren? Ja, lasst mich das gerne mal wissen. Gerne unten in die Videokommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!